Dankeschön. Wicked! Sehr gut, Jungs. Sehr gut. So, wir haben versucht, alles rauszuholen, was man rausholen konnte. Die Döps. Dann hast du den Shantychor gesehen. Sensationell. Hast du gehört? Mit einem Move Your Ass noch dabei. Wahnsinn. Ich bin stolz auf euch. HP, Ja. hör mal, hast du unsere Schuhe gesehen? Was sagst du? Das ist ein Burner, was oder? ist das? Ja, aber ist das nicht die Die Zeit? habe ich noch nie gesehen. Ihr macht das seit 16 Jahren, Scooter, diese Musik, ne? Ja. Techno. Ja, also 17 schon fast. 17 Jahre und da fing es doch mit der Schuhmode an. Also das muss an mir vorbeigegangen sein. Also Aber ihr wisst, was wir meinen. Guck, die Jungs kennen das auch alles. Du, was trinkst du denn? auch so, jetzt ist schon spät, so ein Wodka Red Bull. Ein Wodka Red Bull, was? Haben wir sowas, Frau Müller? Ja. Frau Müller ist Frau Müller ist schon... Die habe ich schon bestochen. Ehrlich? Ja. Ach komm, wollen wir dreimal... Willst du da so wieder rüberrücken, Katharina? Wo soll ich denn hin? Du willst erst Pipi machen? Geh du doch mal ein Pipi machen. Okay. Dann ordnen wir uns danach. Das ist Darf hier hin? Döp, du musst hier hin. Döp ist echt anstrengend. Hast du dir irgendwas gebrochen? Erste Verletzung. Sag nein. Ja, pinkeln war auch schon mal schon gut einfacher. einen gehabt, glaube Ja, ich. wir sind eigentlich schon dudeldick. Ja. Ehrlich gesagt. HP, Ja. was hat sie jetzt gemacht? Was hast du gemacht? Nicht. Wenn Frauen sagen, ich muss mal schnell pinkeln, das kann dauern. Was hast du jetzt da? Wodka Red Bull? Ja. Das trinkst du doch auch immer, wenn du auf Tour bist, ne? Ja, also immer so als Warm-up, ne? Ja, aber wie viele Warm-ups trinkst du? Ja, also ich sag mal, wir haben immer eine Stunde, bevor es auf die Bühne geht, wo wir unsere Ruhe haben wollen, beziehungsweise die Musik so laut ist, dass eh keiner was sagen könnte. Und ja, dann trinkt man so 1, 2, 3 Red Bull, ein bisschen Wodka und dann ist man so in der richtigen Partylaune. 1, 2, 3. Da wäre ich so, ich wüsste keinen Text mehr. Oder geht das? Obwohl Hyper und so geht, Ja, oder? das geht. Manchmal verwechselt man schon mal einen Song. Hast du schon mal Hyper in ein Lied gesungen, wo es gar nicht reingehört? Selten. Also das ist ja nun wirklich der erste Hit, der sitzt so, den singe ich dir nachts um 3, wenn ich aufwache. Also da vergesse ich normalerweise keine Es Zeit. ist so gemein, weil jeder kennt aus einem Lied immer nur entweder Hyper oder Maria, I like it loud oder Döp. Ja, oder How Much is the Fish? Stimmt, oh, vergessen. Ach, wie ärgerlich. Und das gerade hier in der Kneipe fand ich noch so lustig. Nee, da bin ich auch ganz froh, weil es gibt ja nun viele Kollegen, die hatten vielleicht einen Hit und werden auf den reduziert. Gut, wir werden auch ein bisschen auf Hyper reduziert, aber ich finde es gut, dass man eben noch ein paar mehr Hits wie ich hatte. Das macht das Ganze ein bisschen Wie entspannter. viele Hits hattet ihr denn eigentlich? Ja, das kommt darauf an, wie man Hit definiert. Also, wenn du heißt sagst, Top 10 Schade, hatten ja. wir 22. Wow. Und davon ist aber nicht jeder so prägnant, dass man den auch im Zettel hat. Aber ich sag mal so 5, 6 richtige Burner waren da schon bei. Du bist wieder da, komm. Geht? Ja. Komm. Wollen wir mal mit dem kleinen HP anfangen? Mit dem kleinen HP Wird's Baxter? jetzt versaut oder? Nee, Ach so. mit deiner Jugend meine ich. Hast du denn gedacht, Mensch, Ja, ich nix. du bist doch aus Leer, ne? Ja. Sprichst du auch platt? Also nur so ein paar Brocken. Ich wurde eigentlich so hochdeutsch erzogen. Was haben deine Eltern eigentlich gesagt, als du gesagt hast, ich werde Hyper-Musik machen? Was haben die denn da gesagt eigentlich? Also ganz zu Anfang dachten die natürlich, ich spinne, so nach dem Motto. So nach dem Abi, klar, dann meinten sie, ja, du musst ja jetzt was Ordentliches machen, studieren und so. Und da habe ich gesagt, nee, ich will nach Hannover, ich will Sänger werden. Und dann meinten die, ja, du denkst auch, die warten dann nur auf Hans-Peter Gerdes aus Leer aus Friesland. Ich sage, genau. Und du wusstest ja, die warten in Hannover. Und dann muss es aber ja noch ein langer Weg gewesen sein zwischen dem ersten Hyper und Kohle quasi damit auch und den Nee, Eltern beweisen, dass Hannover ja wohl wartet.
Naja, nee, das hat ja ewig Wie hieß denn gedauert. die erste Band nochmal? Irgendwas mit einem... Celebrate the Nun. Und das habt ihr 8 Jahre lang gemacht? Das und stimmt. Wovon hast und erfolglos? Und Ich meine, die der war aber Name ist schon bescheuert, Die war ne? aber schon in Hannover dann, die Band, ne? Das war in Hannover, ja, ja. Und da haben wir eigentlich, zu der Zeit war ich so totaler New Wave-Fan, also Depeche Mode waren so meine Heroes. Und genauso in diese Richtung wollte ich eigentlich Musik machen und wir haben das auch versucht, Demos verschickt, haben irgendwann einen Plattenvertrag gekriegt, dann dachte ich, jetzt geht's los. Aber das war natürlich ein Trugschluss. Wir haben zwar ein Album aufgenommen, Video gedreht, aber das hat niemand interessiert. Wovon hast du in den 8 Jahren gelebt? Das ist ja total lange. Ja, also erst habe ich ja eine Ausbildung gemacht zum Dentalkaufmann. Was ist denn ein Dentalkaufmann? Also das ist groß und Wolle Zähne kaufe, Wolle Zähne Nee, kaufe. das war Groß- und Außenhandel und dann aber Fachbereich, alles was so Zahnärzte und Labors brauchen. War das lustig? Gab es Also- da Dinge, die glaubt man nicht? Nö, Alles mich hat so. das auch nie wirklich interessiert. Also ich war immer in Gedanken da bei meiner Musik, habe das so gemacht nebenbei, weil die Eltern das auch wollten. Also das heißt, finanziert die ganze Musikzeit durch diese Dentalgeschichte. Ja, und dann war das eben so, ich hatte ja immer Support aus Ostfriesland, da kamen immer so Weggläser, kennst du sie noch? So Einweggläser mit Rouladen drin. Die bei den Eltern auf dem Nachtschrank und oben auf dem Kleiderschrank Ja, standen, so weil es richtig immer mit so einem kalt war im Gummiband, ne? Das Schlafzimmer. war so ein Einwegglas, Ja, und ja, da waren da klar. Rouladen und sowas und da hatte ich die hinter so einem Vorhang. Und dann hat man die auch vergessen und irgendwann sah das aus wie in einer Biologiesammlung. Dann waren die auch so verschimmelt. Dieser dicke Schimmel oben drauf. Und hast du das mal aufgemacht dann oder direkt weggeschmissen? Also das habe ich dann doch so Aber entsorgt. es macht Spaß, die aufzumachen, weil da ploppt dir der Deckel direkt unter die Decke. So, dann erste Band, 8 Jahre durchgehalten und dann habt ihr einfach nur euch umgezogen, Haare gefärbt, euch Scooter genannt und Hyper Hyper gesungen und zack. Ja, im Grunde genommen war es so, dass ich danach dachte, okay, Karriere hat nicht geklappt, aber ich würde gerne im Musikbereich bleiben. War dann bei einer Plattenfirma in Hamburg gelandet. Und Bei Edel. bei Edel, genau. Und da habe ich Jens Tede kennengelernt. Der ist ja heute noch in unserem Team Manager und macht alles Mögliche. Und der meinte, Mensch, ihr hattet doch da ein Studio und so in Hannover. Ich sage, ja, aber lass mich in Ruhe. Und ja, wir haben hier ja so Dance-Sachen, könnt ihr nicht mal einen Remix machen? Und so fing das dann eigentlich an. Dann haben wir für Edel so für irgendwelche Sachen, die gesigned haben, Remixes gemacht. Und das kam super an. Und daraus ist das irgendwie so entstanden. Dann haben wir so einen Track gemacht, Hyper Hyper. Dann hatten wir. War Hyper Hyper schon der erste Song? Das war eigentlich so, ja. Aber wie nannte man das denn? Nannte man das dann Techno? Ja, ja? das war ja die Zeit. Ich war ja zu der Zeit ständig unterwegs auf irgendwelchen Raves und so. Das war ja eigentlich seit 91. Und dann kam dieser Erfolg und bist du da nicht erstmal hinten rübergefallen? Ja, also das war ja dann dieser besagte Tag, als wir zum ersten Mal in die Charts eingestiegen sind. Ne? Wenn man so 8 Jahre so ein Ziel vor Augen hat, das hat nie geklappt. Sieht man aus. Und da sagte Jens damals noch, ich sei mit so einem irren Blick durch die Firma gelaufen. Und wir sind dann abends zum Griechen, haben das gefeiert und da haben die mich rausgetragen. Also ich habe das alles nicht verkraftet. Und War das also ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, so jetzt mache ich schön in der Plattenfirma und das hat mir auch echt Spaß gemacht und ich habe mich auch erst geweigert, weil als das losging mit Hyper Hyper, da stand plötzlich der oberste Boss von Edel, Michael Hantjes, neben mir am Schreibtisch und sagte, HP, aber ihr müsst doch jetzt ins Studio, du kannst doch hier nicht in der Firma sitzen. Ich sag, du hör auf, Michael, ich habe das alles schon gehabt, das ist sicher nur eine Eintagsfliege. Und dann sagt er, okay, du kriegst dein Gehalt weiter, aber gehst bitte ins Studio. Ich so, ja, das ist ein Deal. Ja, war ja ein guter Deal. Ja, und das lief dann auch so 1,5 Jahre, weil ich selbst beim zweiten Hit nicht geglaubt habe, dass es noch einen gibt. Und dann waren es 4 und da habe ich gesagt, so jetzt ist okay, jetzt höre ich auf. Aber das ist toll. Und vom Aussehen her war damals eigentlich direkt auch das dein Look, oder nicht? Ja, also die Frisur war ähnlich, aber die Klamotten waren schon grenzwertig, wenn ich mir das heute... Da hatte ich immer so eine weiße, abgeschnittene Jeans an, dann so komische Socken und so Turnschuhe. Ach, ehrlich? Und dann irgendwie so ein Longsleeve-Shirt, also das sah schon... Irgendwann gab es auch die Phase Schräg. hast du nicht bei deiner Mutter auch mal mit einem pinkfarbenen Pulli und einem Telefonhörer am Hals am Frühstückstisch gesessen und deine Mutter hat gesagt, jetzt reicht's? Nein, da verwechselst du 2 Phasen. Also das eine war am Mittagstisch saß ich wirklich mal, das war aber noch zu meiner New Wave Zeit während der Schule. Ach so. Da hatte ich dann so ein Strass-Collier und einen Mohair-Pullover und knallroten Lippenstift. Und da sagte meine In einem Mutter, Vorort von Leer, muss man dazu sagen. mir wird schlecht, so sitzt du hier nicht am Tisch.
geh in dein Zimmer. Und dann habe ich einfach meinen Teller genommen, habe in meinem Zimmer Hat dann gegessen. deine Mutter nie versucht, das Gespräch mal gesucht und gesagt, Junge, was ist es denn? Willst du uns was sagen? Weißt du, oder hat die immer gedacht, das wäre nur ein Modetrend? Hat die sich nicht andere Gedanken gemacht? Nein, das war ja eine Art... Der Pulli war ein Versuch. rosa. Nein, nee, der war grau. Ach so, ein grauer Pulli mit einer Diamanten, Mit so einem Strasskollier. Collier. Ja. Nein, das war aber eher, um sich irgendwie abzugrenzen. Mir war das alles zu normal, weißt du, in so einer Kleinstadt alles normal. Und ich wollte irgendwie so, weiß ich nicht, ausbrechen, was anderes Die machen. Mitschüler, haben die auch das Collier gesehen? Ja, klar. Wolltest du sagen, dass du Macho bist? Weiß ich nicht, nee, manchmal. Und du magst depressive Machos? Hast du gesagt? Ich mag Machos, muss ich zugeben, ja. Ich finde Machos lustig. Gibt es ein schöneres Wort als, ja, ich bin ein Macho und du magst Machos und das wir jetzt singen, ein Stück von Billy Idol? Ja, das Aber passt. das singen wir richtig, ne? Ja, Das wird nicht ausnahmsweise. geschautet, Ich bemühe mich. sondern mit Mikrofon gesungen. Ich lass mal meine Hochhausschuhe an Ja. und ich darf ein bisschen mitsingen, ne? Ja, klar. Wer hat denn das Mikro? Hier. Das kriegst du da, genau. Check, 1, 2, check. Katharina, bei dir alles gut? So, ich gehe mal zum Gitarristen. You are my main man. Bist du aufgeregt, HP? Ich immer, wenn ich dich sehe. Ich glaube, ich würde mal so gern Hans-Peter sagen, weil du aus Leer kommst. Aber man sagt doch immer HP, ne? Das stimmt. Also meine Mutter, die sagt immer Hans-Peter. Deswegen, das hat für mich, dann zucke ich immer zusammen. Ich finde den Klang, vielleicht auch als Norddeutsche, von Hans-Peter irgendwie schöner als HP zu sagen. Aber wäre vielleicht für China auch doof, wenn man mit Hans-Peter da um die Ecke kommt. Außerdem war das nicht meine Idee, sondern die Idee meines Chemielehrers 1984. Der hatte HP Gerdes, warst du dann? Ich war dann HP, ja. Wollen wir uns eigentlich mal gleich hier oben auf dem Tisch, wollen wir hier mal gleich bleiben und die Bierdeckelchen einsammeln, die ihr bestimmt auch. alle geschrieben habt. Du kommst hier mit hoch. Katharina, kommst du mit uns hier rauf? Hast du mal eine Freundin gehabt, die solche Schuhe getragen hat? Ganz ehrlich. nicht wie ich. Bist du mal fremdgegangen mit einer Frau, die solche Schuhe getragen hat? Kann ich mich nicht erinnern. Also, oder ich hab's verdrängt, ich weiß nicht. Ist das nicht immer total schwierig, wenn man Scooter ist und hat so viele Groupies? Ich stelle mir das so schwer vor. Es geht ja doch beim Treusein immer um Angebot und Nachfrage. Das stimmt. Ja, also mir wurden auch schon mal Gastgeschenke präsentiert, früher als wir noch so durch, waren nackt. durch Diskotheken getingelt sind. Das war so 95. Da sagte der Besitzer, ich habe ein Geschenk für dich. Da war ich schon ganz überrascht. Kam in den Backstage-Raum, dann sagt er nur, das ist Almut. Aber das Doofe, wir sind bei Ihnen, Hey, das Doofe ist, wenn man dann Aber cooler Almut Hecht war, sein ganz, will. war nicht schlecht. War ein Fetzer? Ja, war cool. War ein Burner? Ja. Aber man ist natürlich dann sehr uncool, wenn man dann nicht sagt, ja, gib her Almut, komm Almut. Sondern man sagt dann, ach nee, nimm mal Almut wieder mit. Ist auch ein bisschen uncool, oder? Nein, man kam dann so ins Gespräch. Das war ein ganz netter Abend. Also der Einstieg war ein bisschen plump, aber war okay. Machte nichts. Nicht lange drum rumreden wahrscheinlich. Hier habe ich einen Bierdeckel, der ist wieder durchgestrichen. Nein, da steht was drauf. Woher der Name Baxter? Also genau genommen, wie gesagt, der Willst du das noch Lehrer, beantworten? ja, der Lehrer hat mich ja HP getauft und dann, als diese Abi-Zeitschriften rumgehen, da muss man ja eintragen, was man werden will. Da habe ich hingeschrieben Sänger. Da hat mich eine Mitschülerin gefragt, ja, wie willst du dich denn nennen? Ich sage, ja, HP heiße ich ja. Ja, und mit Nachnamen? Ich sage, keine Ahnung. Da sagt sie, nenn dich doch Baxter. Einfach so? Ja, wirklich, ohne Scheiß. Da hab Aus ich irgendeinem das Film oder klingt was? gut. Ich habe das nicht hinterfragt. Und warum ich fand musstest nur, du das war mit cool. 2 X? Weil Weil Gerdes Baxter- mit 2 E geschrieben wird. Ah, du bist ein Fuchs. Da wär ich, guck mal, der Kunde an sich, ich jetzt, ich würde gar nicht so um die Ecke, glaube ich, denken. Natürlich. Ja. Dein Lieblingssong? Von Scooter, Call Me Manana. Weil wir da die meiste Pyro haben auf der Bühne. Ihr macht ja mit Rammstein so ein bisschen so eine, wie sagt man? Konkurrenz? Konkurrenz, Wettrüsten könnte man Ja, sagen. Wettrüsten. Pyro-Wettrüsten. Wobei Oder? Till ist da ja noch schmerzfreier. Ist Till Der von zündet, Rammstein? der zündet sich ja selber an. Also so weit bin ich noch nicht. Ich habe immerhin die Gitarre schon angezündet, aber also jetzt selber so, oder so weit bin Ja, ich aber noch musst du nicht. nachlegen. Vielleicht hier so ein Docht drauf oben und dann Aber irgendwie... ich fand das schon toll, als wir bei der letzten Show hatten wir so Raketen, die übers Publikum geschossen wurden. So Heuler. Und das war schon ein geiles Bild.
Die haben Aber sich wenn auch man alle das so erschrocken. inflationär einsetzt, ich mag das ja immer, wenn irgendwas ist und dann kommt so ein Fump. Also jemand ist Meister geworden und dann kommt so ein kleines Feuerwerk. Und ihr donnert ja über 2 Stunden da dann wirklich raus, ne? Der Gag war ja, bei der letzten Tour hatten wir, bevor es überhaupt losging, da war ja so ein bisschen Background-Musik vorher, dann wurde die so ein bisschen leiser, hat noch Geraune im Publikum. Und dann haben wir so einen Atomkanonenschlag gezündet. Da habe ich hinterher Berichte gehört, dass Leuten Gläser aus der Hand gefallen sind. Cola über den Vordermann verschüttet wurde. Die haben sich so erschrocken. Und das fand ich cool, weil dann waren alle wach und dann ging's los. Dann kamen die Raketen auch über die Köpfe und der war Ausnahme. Ja, aber es ist ein bisschen Angeberei schon auch. Ja, das gehört so zur Du Inszenierung. bist schon echt ein Junge, finde ich. Also, ja, du bist so ein Junge. Also, ja. Und wie oft bist du noch bei Mama in Leer? Ja, also immer wenn es die Zeit erlaubt. Da gibt es jetzt keinen bestimmten Ton. Manchmal 2 Monate nicht, dann mal wieder, ja, manchmal kommt sie ja auch zu uns. Wie oft telefoniert ihr? 2-mal die Woche. Wieso so willst du oft? mich jetzt in irgendeine Ecke schieben? Überhaupt ob nicht, ich nein, das sind, glaube ich, Sachen. Problem hätte? Nein, gar nicht. Aber ich glaube, das hört man relativ selten, dass du über deine Mama sprichst. Mich würde speziell interessieren, ob du immer noch Eingemachtes mitkriegst, wenn du da bist. Also zum Glück, Kannst du mal explodieren lassen auf der Bühne. Zum Glück ist das seltener geworden, sagen wir mal so. Und wenn die eingemachten Pflaumen übers Publikum schießen und die Kohle aus den Händen Wir sind ja fällt. nicht die Bloodhound Gang. Das will ich sagen! Wenn's das eingemacht ist, wäre super. Oh, das wäre lustig. Oh, denk Der mal an mich. Bloodhound Gang würde ich das zutrauen, aber Kenn ich die noch? Mein Gott, die ist auch schon wieder lange her, ne? Ja. HB, war deine Oma schon mal mit auf einem Konzert von dir? nein. Deine Mutter schon? Ja, die ist ja öfter da. Und was macht die dann so? Die Hallo? springt immer rauf und runter. Nee, ehrlich? Und hurra. Ein bisschen ungelenkt, so ein bisschen ungelenkt, wie Mütter so springen und guckt sich ein bisschen wie die anderen so Das springen. sehe ich so nicht direkt aus der Entfernung. Ich kenne nur Augenzeugenberichte. Okay, Mama ist ausgeflippt, heißt es dann. Würdest du mit einem Scooter-Hit-Medley im Musikantenstadel auftreten? Durchaus. Das wäre meine Idee. Ja, ne? weil ich habe so teilweise so ein Faible zu dieser Musik, weil mein Vater hat das unentwegt gehört. Die Oberkreiner und Wir sind genau ein Jahrgang. Mein Vater auch immer. Ernst Bosch und seine Ekeländer Bumsmusik. Jeden Sonntag. Und das ist ja Und man so. hat sich gefragt, warum diese norddeutschen Bauern Sonntagnachmittags immer diese Blasmusik hören, weil das war so unnorddeutsch. Mir war das auch unverständlich, aber dann sind wir irgendwann mit einem Käfer, mit ein paar Kumpels so in der Schulzeit nach Lorette Mar gefahren und da habe ich vorher so eine Kassette aufgenommen und nur um die zu erschrecken, habe ich dann irgendwann die Oberkreiner und Trompetenecho und den ganzen Ja. Kram. Und das war dann so, das ist dann so umgeschlagen in so eine positive Stimmung. Plötzlich fanden wir das alle gut und ich kann das gut verstehen. So entstehen Trends. So entstehen Trends. Was war das Schlimmste, was du je über Scooter gelesen hast? Warte mal, was war das noch? Einzeller im Cyberspace. Geile Überschrift, ne? Das wäre doch auch mal, das wäre dann doch mal nächstes Album, der Name, Eigentlich, oder wenn nicht? wir echt, hätte man deutschsprachige Texte, hätte ich das als Best-of-Album-Titel genommen. Wie oft müssen die Haare nachgefärbt werden? Das hast du ganz oft schon bestimmt. Alle 2 Wochen. Ach so, echt, hast du Zeit dafür? Ja, ich mache das im Studio immer. Duett Thalbach und Scooter auf der Reeperbahn nachts um 1:30. Oh, von hinten kam die Frage. Könnt ihr mal auf der Reeperbahn anspielen, Jungs? Oh. Reeperbahn nachts um 1:30. Ob du Mädel hast oder Karl-Heinz, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um 1:30. Wer noch niemals in Lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein Aberwicht, denn er kennt es nicht. Mein St. Pauli, ein Hey! Ich glaube, Scooter. Und das stimmt. Ja, es ist so. Und Das ich stimmt. glaube, du mutierst noch richtig zum Sänger. Also Wer weiß. weg vom Schauten hin zum ordentlichen Gesang. Wer ist deine Traumfrau? Simone. Die bei dir zu Hause hockt, hoffe ich, Ja. ne? Ist Simone. Ja. Super. Richtige Antwort. Das stimmt.
Wen wolltest du immer schon mal gerne treffen? Richie Blackmore. Okay, Das the ist der guitar Der player. Gitarrist von Deep Purple Okay. und Rainbow später und ein völlig Was durchgedrehter würdest du Typ. sagen? Hi, Richie. Deswegen, mir wurde schon oft angeboten, ob ich nicht mal vorbeikommen will, aber ich habe Angst davor, weil das war so mein größtes Idol meiner Jugend und ich habe immer so die Angst, dass man nachher enttäuscht ist. Ich lasse das lieber so, wie es war. Richie Blackmore. Jetzt kommt ja jemand, den finde ich so geil wie du, Richie Blackmore. Tatsächlich. Ja, ich war aufgeregt, weil ich vor einigen Jahren, ich glaube vor ungefähr 3 Jahren, auf seinen Namen aufmerksam Diamond. wurde. Nee, auf seinen Namen aufmerksam wurde. Meinst du, ich höre Neil Diamond? Ja, Sag ja. der hat Dann eine sage tolle ich, Stimme. dann sage ich, da hast du recht. Ich höre ich wirklich gerne. Guck mal, wenn wir jetzt die Kameras mal dahin, die Jungs sind nämlich schon da.